Ja, mein Name ist Oliver Frank, bin 49 Jahre alt, von Beruf Forstingenieur. Ja, das Studium ist sehr, sehr umfangreich und sehr, sehr interessant, für mich jedenfalls. Ich habe schon im Laufe meines Lebens auch eine Berufsausbildung gemacht, bin ein gelernter Tierpfleger, im Berliner Zoo gearbeitet. Und was auch sehr interessant war, mal ursprünglich wollte ich Tierarzt werden. Ja, bin jetzt seit 1998 in meinem Beruf tätig. 6 Jahre war ich Angestellter bei den Berliner Stadtgütern, ein landwirtschaftlicher großer Betrieb der Stadt. Irgendwann 2004 dort gegangen und habe mich selbstständig gemacht, was nicht sehr einfach ist. Also selbstständig werden hat mit sehr viel Mut zu tun und manchmal muss man halt auch jemanden haben, der einen da viel Mut zuspricht. Als Förster ist man meistens eher so derjenige, der dann so das liebt, was er hat und nicht so schnell sich da auch ändern möchte. Aber für mich war das wirklich also ein großer Vorteil, ein großes Glück auch, dass ich halt eben mich wirklich selbstständig gemacht habe. Ich kann jetzt meine Arbeit wirklich so machen, wie ich mir das immer schon vorgestellt habe. Und wie gesagt, seit 2004 selbstständig, dann so 3 Jahre so ein bisschen so aufgebaut. Zum Glück, wie gesagt, nicht bei Null angefangen, hatte ja 6 Jahre schon mal als Angestellter in dem Bereich gearbeitet. Und mache überwiegend Erstaufforstung und diese ganzen Vorbereitungsarbeiten, die erledigt mein Büro halt für Bauherren, die halt eben schnell, wenn sie halt ein Häuschen bauen wollen im Brandenburgischen, dann entsprechend eine Fläche finden. Wie gesagt, ich bin eigentlich ich will nicht sagen durch Zufall dazu gekommen, da ich schon immer viel auch im Wald war, damals mit meinem Vater. Wir sind sehr viel durch die Pilze, da sagt man so schön im Berliner Raum, wir sind in die Pilze gegangen. Und hat einem da viel erklärt und irgendwie war es dann doch naheliegend, nachdem ich halt, wie gesagt, die Tierpflegeausbildung gemacht habe und wie gesagt eigentlich Richtung Tiermedizin gehen wollte, war so der andere Bereich eigentlich, der mir so erstmal gar nicht so klar war, eigentlich so der Wald, wo im Gesamten und die Natur im Gesamten. Das Gestalterische gefällt mir sehr an diesem Beruf. Also wie gesagt, ich habe diesen tollen Bereich Erstaufforstung, sprich ich fange damit an, eine Ackerfläche, also ein leerer Raum, neu zu gestalten. Ja, ich muss mich natürlich an bestimmte Parameter halten. Ich muss mich zum Beispiel mit dem Boden beschäftigen. Ich muss mich mit dem Klima beschäftigen. Daraus leite ich dann halt die passenden Baumarten ab, die auf diesen Standorten wachsen können. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick in meine tägliche Arbeit liefern und konnte euch einen interessanten Beruf vorstellen. Man kann leider nicht alles in solche sehr kurze Präsentationen reinlegen. Abschließend möchte ich euch ganz gerne noch mitgeben, wenn ihr vor ähnlichen Entscheidungen steht, was ihr werden wollt und was ihr so gerne machen wollt und ihr traut euch nicht und denkt, ach Mensch, das kann ich nicht. Bleibt da dran, bleibt euch treu, erkundigt euch bei jemandem, der davon Ahnung hat, der vielleicht in dem Beruf steckt oder zumindest weiß, was in so einem Beruf alles gebraucht wird. Ich denke, ihr solltet auf alle Fälle, wenn ihr lange noch zur Schule geht, eins ganz, ganz toll mitnehmen. Ihr solltet auf alle Fälle Sprachen lernen. Das kann ich nur von mir sagen. Ich habe da sehr viele Schwierigkeiten, da wieder reinzukommen und das ist das A und O, Kommunikation mit anderen, sich austauschen, Netzwerken, ja, und versuchen. Ja, und macht euch nicht verrückt, ihr habt noch so viel Zeit. Also Zeit darf auf keinen Fall der Druck sein. Also wir werden sowieso alle länger arbeiten. Also wie gesagt, man ja länger in der Schule, mal irgendwo ein Auslandssemester oder gleich 2, mal eine Auszeit nehmen, weil man irgendwie nicht ganz klar sieht, was man eigentlich wirklich machen will. Auch den Mut mal haben, dann noch zu wechseln. Und wie gesagt, wir arbeiten alle lange genug und da müsst ihr euch wirklich nicht verrückt machen.